Liebes Videoportal, wie wärmen Sie sich auf vor der Runde? Sind Sie einer derjenigen, der auf der Range beginnt mit kleinen Chips und mit Pitches vielleicht? Und gehen Sie dann in die längeren Schläger über? Oder vielleicht gibt es eine andere Version? Ich empfehle Ihnen, das Beste, was Sie machen können, und das ist vielleicht neu für Sie, ist, wärmen Sie sich auf mit Ihrem Treiber. Und da werden Sie sich natürlich fragen, wieso mit dem Treiber? Und das ist ganz einfach, weil Ihr längster Schläger wärmt Sie am leichtesten. Das heißt, wir wollen ja nachher Beweglichkeit haben, wir möchten Umfang haben, wir möchten rhythmisches Gefühl haben. Das ist alles mit dem Treiber, der Sie am leichtesten bewegt, der am längsten ist, sofort machbar. Was normalerweise eben ist, das heißt nicht, Sie sollen jetzt hier mit Vollgas draufhauen, sondern wir wollen es zart, schön, beweglicher machen durch weiche, umfangreiche, lockere, rhythmisierte Schwünge mit dem Treiber. Das, was ich immer merke, ist, wenn man nämlich so anfängt mit dem Sunwedge, Pitching Wedge, so kurze Schläger, man buckelt so ein bisschen drüber, da verkrampft man immer mehr und man wird irgendwie immer unbeweglicher und wir wollen zuerst Beweglichkeit schaffen. Also lockere Schwünge mit den längsten Schläger. Und Sie werden nach einer geraumen Zeit merken, dass da so ein bisschen, dass Sie ankommen an dem Tag. Und dann kann man, wenn man möchte, jederzeit gerne zu den anderen Schlägern gehen. Also, aber wir fangen jetzt erstmal an mit locker Rhythmik reinnehmen. Wenn Ihnen das dann irgendwie schon wohlig wird und Sie sich schon langsam wohlfühlen in Ihrer Bewegung, können Sie ja das Ganze erweitern, nämlich mit zum Beispiel einem mittleren Eisen. Ich nehme jetzt hier mal so ein Eisen 6 hier mal und spiele das mal auch nur mit so ganz soften Gefühlsschüssen raus. Also da ist gar kein Ziel, irgendwie Druck zu machen, sondern es geht alles noch, ich möchte mich aufwärmen. Und das ist auch dann egal, wie man die trifft. Es ist wirklich erstmal Rhythmik im Hirn, Weichheit, Bewegungsfluss. Also locker und soft. Wenn Sie merken, dass es immer mehr so Sie werden an dem Tag, dann können Sie so mal gemütlich anfangen, etwas mehr vielleicht drauf zu hauen. Auch noch egal, wo die Bälle hinfliegen, weil es geht ums Warmspielen und Gefühlspielen. Und wenn das so langsam wird, dann können wir ruhig mal ein bisschen mehr Gas geben und uns von dort diese Rhythmik hinübernehmen. Das, wenn Sie merken, Sie sind jetzt ein bisschen warm, beweglich geworden durch die langen Schläger, dann können wir anfangen, die restlichen Schläger zu benutzen, die wir brauchen. Und dann benutzen Sie auch bitte die Schläger, die Sie auch später auch auf dem Platz brauchen. Also wenn Sie jetzt dann viel Ihr Sunwedge nutzen auf 60 Meter, dann üben Sie genau diese konzentrierten 60 Meter Turnierschüsse, die wir jetzt dann nachher brauchen. Und da brauchen Sie nicht die ganzen anderen Schläger. Also gerne mal der Sunwedge wird benötigt nachher im Turnier. Ich habe das Eisen 8 häufig auf dem Platz, wo ich spiele. Also spiele ich konzentriert, lieber dann mit den Schlägern einfach mal häufiger Bälle und bringe da Rhythmik rein. Und somit bin ich immer mehr optimal vorbereitet für meine Turnierrunde, eben soft warm geworden und kann mich jetzt immer mehr auf das Ergebnis schießen konzentrieren. Also nehmen Sie sich ein Ziel und fangen Sie an, schon in den Turniermodus überzugehen. Noch mein Eisen 6, was ich noch brauche bei dem Paar 3. Das spiele ich jetzt auch noch, so wie ich es dann nachher auch spiele. Ja, nehme mir ein Ziel wie dieses Paar 3 und fange dann an, diese Turnierschüsse genau gezielt zu trainieren. Und noch einer.
Also so macht es Sinn, sich warm zu machen. Erstmal mit den langen Geräten, dann gezielt die Schläge, die wir brauchen für den Platz. Und wenn Sie jetzt noch wollen, gehen Sie noch ein bisschen chippen und putten kurz vorm Abschlag und Sie sind optimal vorbereitet für die Turnierrunde.